amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color. Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Da ich oben sitze, ist klar, es wird kein Tabak-Review sein. Der Titel lässt es ja auch schon erahnen oder weist schon konkret darauf hin. Ich werde euch heute eine meiner Pfeifen vorstellen. Und zwar geht es diesmal um eine etwas beleibtere Italienerin, doch seht selbst. Non più frai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, grande stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni. Ja, jetzt habt ihr es ja gesehen, es geht um dieses schmucke Stück hier. Es ist aus dem Hause Savinelli die 320 KS, von der habe ich ja mehrere. Und zwar hier ganz konkret um die Ausführung Roma. Ihr seht ja, das Logo ist ein bisschen anders als gewohnt. Und auch hier seht ihr es dann nochmal ganz genau. Sie ist halt gestempelt mit Roma 320 und dann Italia 320 KS Italia. Ja. Diese Pfeife hier, die hat zu mir gefunden und zwar in Landau auf der Pfeifenmesse. Das war ja der 30. September. Ich werde es nie vergessen. Ich habe mich erst umgeschaut, fotografiert, Video gemacht. Und wenn man unten im Erdgeschoss reingekommen ist, das war ja der erste große Saal, gleich rechts gab es einen Estate-Händler. Ich habe geguckt, ich habe gesehen, ich habe einen super Preis für die Pfeife gesehen. Sie ist ja auch neu, nicht sonderlich teuer. Aber wenn man halt für eine gebrauchte noch mal einige Euro einsparen kann und die waren im Top-Zustand, habe ich gesagt, meine. Also, hingegangen, gepickt. Er sagt, hier, legen Sie mir die bitte zurück, die nehme ich auf jeden Fall. Und wer meine Videos kennt, weiß ja, dass ich von der Pfeifenmesse in Landau 2023 ja noch eine zweite Pfeife mitgebracht habe. Das war die Manuel Schabi. Den Link sende ich euch jetzt hier oben noch mal rein. Und die Manuel Schabi ist vom gleichen Estate-Händler und die beiden waren halt auch meine Beute, die ich an diesem Tag gemacht hatte. Ja, 320 KS. Dieses Shape gehört schon seit Jahren mit zu meinen absoluten Favoriten. Der ein oder andere von euch weiß es ja schon, ich schreibe Kriminalromane. Ich habe eine Kriminalromanreihe in den USA spielend, das ist Fairview. Der Protagonist der Reihe ist Chief of Police William Justice, passionierter Pfeifenraucher und sein Lieblingsshape, das er eigentlich mit am häufigsten raucht, ist halt eben die Savinelli 320 KS. Ja, was macht diese Pfeife so einzigartig, dass ich so scharf auf sie bin? Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Diese Pfeife hier ist im wahrsten Sinne des Wortes die eierlegende Wollmilchsau.
Ich kenne keinen Tabak, der aus dieser Pfeife nicht erstklassig geraucht werden kann. Absolut. Und ich meine jetzt das 320er Shape allgemein. Das hier ist ja jetzt, wie gesagt, die Designreihe Roma. Die Roma ist, wie man hier schön sehen kann, die ist wunderbar sandgestrahlt oder rustiziert. Da streiten sich ja die Gelehrten. Hat hier eine schöne Metallapplikation, ein schönes, wuchtiges allerdings, aber typisch für 320 kS Acrylmundstück. Der Biss hinten ist im Vergleich dazu schon wieder verhältnismäßig dünn. Und obwohl es eine wuchtige Pfeife ist, kann man sie dadurch relativ bequem trotzdem noch im Mund halten. Mein Ding, wie gesagt, ist es nicht, aber es ist absolut möglich. Das Füllvolumen, ihr könnt es ja schon denken, der eine oder andere weiß es ja, Mittelfinger, zack, drin. Das sind 1,5 Glieder und ich kann hier drin rühren. Wir reden also wirklich von einem gut mittleren Füllvolumen bis hin zu einem etwas größeren Füllvolumen. Wenn ich so eine Pfeife rauche, und meine 320er sind allesamt für Flake-Tabake und für Ready Rubbed Mixtures oder für ja, was auch immer. Grobschnitt, richtig Grobschnitt, am liebsten sind mir Flakes. Und damit rauche ich die. Aber, und da muss man halt auch gewarnt sein, wenn man so eine Pfeife mit einem Flake stopft, die dauert, bis die geraucht ist. Also mit 2 Stunden müsst ihr rechnen. Ich rauche so eine Pfeife hier zwischen 2 Stunden und 2,5 Stunden. Da ist wirklich abhängig davon, welchen Flake ich drin habe. Wenn ich meinen geliebten Elwood Flake No. 2 von DTM Dawn Tobacco rauche, bin ich bei fast 2,5 Stunden Rauchvergnügen. Hammer. Deswegen die Pfeife halt, wenn er erstmal glimmt, die raucht sich von selbst. Tabak, sobald die Oberfläche geglättet ist, sitzen, zwischendurch mal dran ziehen, einfach den Tabak genießen. Und das ist es halt, was dann so richtig Freude bereitet. Die Verarbeitung ist 1A. Der Pfeifenkopf, ihr könnt es ja hier am besten sehen, ist wuchtig. Der ist was zum Greifen, man hat was in der Hand. Das ist ein Handschmeichler. Und bei den rustizierten oder sandgestrahlten Oberflächen macht das ja gleich doppelt Spaß. Man hat mit den Fingern immer irgendwas zu tun. Aber halt die Raucheigenschaften, die sind unübertroffen. Und natürlich, wir sind ja hier in Deutschland, 9 mm Filter. Tja, die Pfeife, wie gesagt, ich liebe sie, so wie auch ihre Geschwister. Ich rauche sie sehr gerne, wie gesagt, vorzugsweise halt eben mit meinen Flakes. Gelegentlich kommt halt auch, wie gesagt, meine Ready Rub Mixture rein. Aber in allererster Linie sind es Flake-Tabake. Knicken, falten, verdrehen, wie auch immer. Hauptsache man hat ein schönes Tabakpäckchen, einbringen. Hier passt allerdings mehr als nur ein Flake rein. Also bei den meisten Flakes, die ich rauche, sind es eher so 1,5. Wenn ich Lust habe und der Flake entsprechend dünn ausfällt, sind es auch mal 2 Flake-Scheiben, die hier reinpassen. Aber meistens sind es so 1,5. Und wie gesagt, das Rauchvergnügen ist dann bei bis zu 2,5 Stunden. Tja, und daher war es das im Grunde genommen auch schon soweit von mir für jetzt und heute. Die Vorstellung der Savinelli 320 KS Roma. Den Link zur offiziellen Savinelli-Seite, wo diese Pfeife auch zu sehen ist, den packe ich euch da unten mit rein. Dann könnt ihr euch die Pfeife auch nochmal auf deren Seite angucken. Ich glaube, neu kostet die so knapp 80 Euro. Da kann man nichts verkehrt machen. Und vor allem an alle Pfeifenanfänger unter euch. Auf Facebook, auf YouTube kommt ja immer wieder mal die Frage auf, welche Pfeife empfiehlt man einem Anfänger? Nehmt die eierlegende Wollmilchsau. Wenn ihr nicht gerade ein ausgefallenes Shape haben wollt oder ein ausgefallenes Design hiervon haben wollt, seid ihr unter 100 Euro. Wie gesagt, die so knapp 80 liegen. Es gibt natürlich auch die Rossi 320. Die kosten nochmal ein paar Euro weniger, das ist mal bei knapp 70 Euro. Aber wie gesagt, es geht um das Shape an sich. Savinelli 320 KS. Die raucht sich von selbst, hat einen schönen dickwandigen Kopf, ist nicht allzu sehr gebeugt, also es ist eine Halfband oder sogar nur eine Quarterband, die ist wirklich nur leicht gebogen, für Anfänger daher ideal geeignet. Weite Füllung, weite Kopfbohrung, man kriegt wirklich alles unter und die Pfeife verzeiht einem halt auch einiges. Und da man halt hier viel Holz in der Hand hat,
Selbst wenn einer zu heiß raucht und dadurch die Innenwandung vielleicht beschädigen sollte, ist die Gefahr eines Durchbrenners bei so einer Pfeife natürlich deutlich geringer als bei beispielsweise einer Billard mit einer relativ dünnen Wandung. Das muss man natürlich halt auch wissen. Aber ich lege jedem Anfänger wie auch langjährigen Pfeifenraucher immer die 320 KS ans Herz. Hier speziell in der Ausführung Roma, so eine Metallapplikation, ich würde mal sagen, das ist Kupfer oder Messing. Hier oben, der Kopfrand ist poliert, der ist schön glatt. Und wie gesagt, das Füllvolumen, da passt was rein. Ja, in gewohnter Weise hier unten. Kommentarfunktion. Wie ist denn bitte eure Meinung hierzu? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wer von euch hat vielleicht auch eine Savinelli 320 KS Roma oder überhaupt eine 320 KS? Wie gefällt euch das Design und wie gefällt euch das Shape von dieser Pfeife? Lasst es mich wissen, lasst uns einfach mal ein wenig darüber austauschen. Und daher in gewohnter Weise herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Da könnt ihr sicher sein. Happy Puffing. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Con le nevi e salioni al concerto di tromboni, di bombardie e di cannoni, che le porre e tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante.